Gut, ich will mich kurz zumindest vom Entwicklungsweg her vorstellen. Ich habe begonnen 1962 im Bergbau in Zwickau in 800 Meter Tiefe auf Deutsch Elektriker zu lernen und bin mir natürlich bewusst schon damals gewesen, dass das nicht das gesündeste Leben ist. Und Bergbau gibt es auch heute noch. Und es hat mich schon dazu geführt, letztendlich über viele Dinge und Prozesse der Gesundheit nachzudenken. Ich war zwar selber nur 14 Tage, wollte ich sagen, rund 14 Jahre in diesem Bereich, habe dann nebenbei Physik studiert an der TU Dresden, Elektrophysik, also mich mit elektrischen Feldern und Dingen befasst und bin dann dazu letztendlich über meinen Weg auf den Gedanken gekommen, mich vor ungefähr 10, 15 Jahren aus persönlichen Gründen auch mit der traditionellen chinesischen Medizin zu befassen, weil die ja eigentlich auf der Basis der Elektrophysik basiert. Und das hat mich dann 2010 nach China geführt, um dann noch vor Ort und in vielen spezifischen Dingen mich noch tiefer in die Dinge einzuleben. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung war, dass also an der allgemeinen Schulmedizin, an der wissenschaftlichen, die Erkenntnisse so seit von 1900 an, die gibt es ungefähr an der Physik, die Elektrophysik, dann die Quantenphysik, über die heute alle reden. Aber weder die Elektrophysik noch die Quantenphysik hat bis heute in der wissenschaftlichen Schulmedizin nach meiner Auffassung Einzug gehalten. Das hat auch ursächlich den Grund, dass das Medizinstudium beginnt mit dem sogenannten Physikum, also mit der stofflichen Befassung, mit der Anatomie, und dass da insgesamt in diesem Bereich, Physikum klingt sehr physikalisch, aber die Physik sehr dünn gelehrt und besiedelt wird. Es reicht also allgemein, wenn ein Arzt lernt, dass es das Ohmsche Gesetz gibt oder dass es bestimmte mechanische Gesetze gibt, wie das Fallgesetz oder sonst was. Und das wiederum in der Prüfung zur ersten Zulassung im Medizinstudium ganze 20% der Fragestellung in der Prüfung ausmacht. Das heißt, wer also von Physik überhaupt keine Ahnung hat, als Medizinstudent besteht die erste Stufe trotzdem sehr gesund. Und das heißt, dass dieses Manko ist bis heute nicht beseitigt, sondern hat sich nach meiner Auffassung mehr vertieft. Das heißt, jeder Schulmediziner denkt chemisch, mechanisch, aber wenig elektrisch und energetisch. Und aus der Sicht der Physik ist Leben, lebt eigentlich alles. Auch ein Stein lebt, weil er sich bewegt oder in energetischen Prozessen ist. Wasser lebt, Mensch lebt, Baum lebt, Tier lebt. Und was ist Leben, wenn ich es mal zusammenfassen will, alles nur eine Frage der energetischen Prozesse. Also Gesundheit ist zum Beispiel ein Prozess oder Krankheit ist nichts weiter als energetische Störung, und das hat aber China schon vor 5000 Jahren relativ sehr nahe beschrieben und gut beschrieben. Vor ungefähr 14 Jahren wurde ich auf dem Weg meiner Arbeit, die natürlich auch getragen war durch die Zusammenarbeit mit vielen Medizinern, Schulmedizinern wie Zahnmedizin oder Kardiografie, Herz-Kreislauf und anderen Dingen, wurde ich bei meinen Ärzten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit einem System konfrontiert, was sie sich alle zugelegt haben. Das hieß Energy. Dann habe ich die gefragt, was macht das Gerät? Das Schöne ist ja immer, die haben es erst gekauft, viele Geräte, und haben dann hinterher gesagt, jetzt fragen wir mal den Physiker, was das eigentlich macht. Habe ich auch nie verstanden, habe ich dann aber erklärt. Und da haben die mir gesagt, ja, das ist ein Sauerstoff-Energetisierungsgerät. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Also aus der Sicht der Physik ein Sauerstoff-Energetisierungsgerät gibt es nicht. Sag ich, das verstehe ich nicht. Wenn er kennt, verkauft es wieder oder macht sonst was. Sag ich, das ist nicht wissenschaftlich zu erklären. Nach ein paar Jahren, ungefähr vor 3 Jahren, standen die Geräte immer noch bei denen. Da habe ich gesagt, warum stehen die noch hier? Naja, wir haben sie damals gekauft und wir setzen sie auch ein.
Und ob du das glaubst oder nicht, die Geräte wirken bei unseren Patienten. So, wir bieten denen damit die Therapie an und wesentliche Parameter oder das verändert sich. Sag ich, na gut, dann wirkt das Gerät, aber die Beschreibung ist falsch oder ich verstehe sie nicht. Das hat mich also dazu geführt, dann mich mit dem System besser zu befassen. Ich habe gesagt, okay, kaufst mal so ein Gerät, nimmst du mit nach China, weil ich ja jetzt seit ein paar Jahren in China arbeite und lebe, auch dort an der Universität tätig bin, im Bereich der Information und Energiemedizin. Und ich habe gesagt, wir testen das mal, ob das informative, energetische Prozesse verändert, ob man es damit erklären kann. Und dann habe ich mich mal näher damit befasst, aus der Sicht der Schulmedizin, mit der ganzen Funktion der Atmung, Atmungskette, Lungenfunktion und so weiter zu befassen. Und ich kam also erstaunlich raus, als ich mir ein paar Bücher oder sonst was der Schulmedizin gekauft habe und mich damit befasst habe. Ich habe dann immer geguckt und ich sage, wo ist denn hier das Wasser? Also wir beschreiben immer Sauerstoff rein, CO2 raus, das ist die Funktion der Lunge. Gut, das ist aber nicht ganz so, weil der Diffusionsprozess zum Beispiel, also an der Übergabestelle der Aloen in das Blutkreislaufsystem, das ist eine Membrane, wenn man so will, wie passiert das? So, und das geht natürlich nicht einfach so, das haben sie beschrieben mit Gasdruckunterschiede, dass also CO2 anderen Druck hat als Sauerstoff und dadurch das diffundiert und das raus. Das entspricht natürlich nicht mehr ganz den neuesten Erkenntnissen der Physik, sondern wir wissen, dass also diese Prozesse immer durch Katalysatoren stattfinden und der Katalysator in diesem ganzen Prozess der Beschreibung der Lungenfunktion ist Wasser. Und das hat mir überall gefehlt. So, wenn man sich also die natürliche Atmosphäre, ob in Shanghai oder in Hennef oder in Bonn oder sonst wo anguckt, wir haben immer in unserer Umgebungsatmosphäre und nicht nur Luft, also wir haben nicht nur Sauerstoff und wir haben nicht nur Stickoxide und wir haben nicht nur CO2. In unserer Luft ist relativ immer Wasser. Und wir wissen das gerade aus der Heiztechnik, also die relative Luftfeuchtigkeit im Prinzip muss ja sich die Natur was dabei gedacht haben, dass das drin ist in unserer Atemluft. Deshalb ist Luft eben auch falsch, weil das ja immer eine Beschreibung vom Gas ist. Also ich spreche von Atem- oder Lebensatmosphäre und das ist viel mehr. Also jeder lebt in einer Atmosphäre, die immer vom Ort oder vom Standpunkt her natürlich unterschiedlich bedingt ist. Also wenn man sich dann mit diesem Prozess aus der Sicht eines Physikers befasst und sich dann überlegt, dass also in der Atemluft auch ein paar Tröpfchen Wasser mit drin sind, wenn ich sie konzentriert sehe, wenn sie nicht ganz fein verteilt sind. Und dann habe ich mal versucht, das auszurechnen und habe gesagt, in einem Tropfen Wasser sind 26 Trilliarden mal Trilliarden Wassermoleküle. Das ist eine Riesensumme. Natürlich, die sehe ich nicht, wenn ich in die Luft gucke, sehe ich sie nicht, aber sie sind vorhanden. So, und welchen Grund haben die? Und die wirken eben als Katalysator und sorgen dafür, dass also der gesamte Lungenfunktionsprozess im Stoffwechselprozess mit dem Sauerstoff und CO2 reinzubringen und rauszubringen und vor allen Dingen in der Vitalitätskapazität der Lunge eine wesentliche Rolle spielen. Reduziert sich das Wasser, lebe ich also in trockener Atmosphäre auf Deutsch, wo das Wasser relativ fehlt, dann verändert sich diese Vitalkapazität, was auch die Schulmedizin weiß, und naturbedingt beginnt dieser Prozess, sich so ab dem 75. Lebensjahr sichtbar und deutlich zu machen. Und dieser Prozess hat sich heute aufgrund der gesamten Umweltbedingungen natürlich maßgeblich nach vorne verlagert. Und das erklärt auch, warum heute im Altersbereich von 40 bis 45 die meisten schon anfangen zu erkranken. Das sind auch Statistiken, die kann man heute weltweit abrufen von Krankenkassen oder sonst was. Also das Alter, wir werden angeblich älter, aber nicht gesünder. Also die Störung der Gesundheitsfunktion tritt heute viel eher ein, um das mal auf diesen Punkt zu bringen. Das hat mich dann natürlich überzeugt.
den ganzen Prozess mal aus dieser Sicht und auch aus elektrophysikalischer Sicht her zu durchleuchten. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich begriffen, was Energy eigentlich macht. Und ich nehme auch all denen das nicht übel, die bisher als Mediziner oder mit medizinischen Vorkenntnissen versucht haben, diese Funktion sehr wissenschaftlich zu erklären, aber dabei die wesentlichen Funktionen, die im Bereich der Physik liegen, vergessen haben. Und wir sind also heute dabei, auch im Rahmen meiner Tätigkeit in Shanghai, in verschiedenen Universitäten, auch in meinem eigenen Bereich, das jetzt weiter zu analysieren und zu untersuchen. Und deshalb bin ich auch heute wieder mal in Deutschland zu Besuch, was in letzter Zeit sehr selten passiert, um mit den Vertretern dieser Firma auch mal das Ganze von der Seite her zu beraten. Weil wir die Absicht haben, natürlich auf dieser Basis auch diese wunderbare Technologie, die leider eben aufgrund auch der Nichtkenntnis der Entwicklung oder Weiterentwicklung der physikalischen Sichten und Prozessen teilweise eben nicht ganz stimmig beschrieben ist. So, und wenn man das einfach jetzt auf diese Basis wieder bringt, dann wird das sehr verständlich. Wir müssen halt nur ein paar neue und zeitgemäße Begriffe dazu tun. Das heißt, natürlich finden solche Systeme, die eine grundlegende Steuerungsfunktion auf das gesamtenergetische System des Menschen ausüben und damit natürlich seinen allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und auch das Alter der Erkrankung wieder nach hinten schieben, wenn ich rechtzeitig anfange, mich mit diesem System auch zu therapieren oder zu behandeln, um die Dysfunktion aus der Umwelt besser auszugleichen, das findet natürlich nicht die allergrößte Sympathie bei all denen, die natürlich an der Krankheit der Menschen verdienen. Und leider ist unser System insgesamt auch weltweit heute dorthin gerutscht, dass Krankheit natürlich ein Wahnsinnsgeschäft ist. Und das schafft ja auch die Probleme für all die, die mit einfachen Mitteln und Methoden, die auch schon die Chinesen vor 5000 Jahren beschrieben haben, nicht gerade so lustig zu finden. Also das heißt, der Mensch von Natur aus braucht eigentlich nur ein paar Sachen. Atmen, sich bewegen, ja, Wasser trinken, vernünftig ernähren. Und wer das in einer gesunden und ordentlichen Atmosphäre und Umgebung tut, der hat eine lange Lebenserwartung, der wird auch kaum krank werden. Ist natürlich nicht allzu gut für die, die an diesem Geschäft verdienen. Das ist auch der Grund, warum ich in China bin, weil natürlich China auch bestimmte andere Wege geht und ich unterstütze von ganzem Herzen die Wege, die Sie dort jetzt beschlossen haben, dass also China sich wieder auf seine alte Medizin besinnt. Ich will abschließend noch ein Wort sagen, auch aus der Sicht von einem Physiker. Mich hat immer gestört, dass die Medizin, die westliche, als wissenschaftlich verkauft wird. Also ich will noch mal abschließend sagen, Medizin ist seit seiner Definition, wenn Sie mal ins Lexikon gucken, Medizin heißt die Kunst vom Heilen. Und der Arzt sollte eigentlich froh sein, wenn er ein guter Künstler ist. Weil das Leben in dieser Funktion, das ist bis heute noch nicht letztendlich beschrieben. Und das geht nicht nach Formeln oder irgendwelchen Schemata zu regulieren, weil jeder Mensch ein Individuum ist. Und dazu gehört viel mehr als eben nur Standardvorgaben. Ich selber war Opfer eines Herzinfarkts vor 7 Jahren und bin dann nach standardmedizinischen Vorgaben behandelt, wollten sie mich behandeln, was ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich nutze auch seit 2 Jahren Energy, um meinen hochbetagten Zustand in Ordnung zu halten, aber ich nehme seit dieser Zeit überhaupt keine Medikamente. Ich reguliere mein Leben, mein System von mir aus. Das heißt also, deshalb bin ich auch da, um, ich sage mal, auch im Rahmen meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, wissenschaftlich ist Physik, vielleicht auch ein Teil der ganzen Funktion von Energy, aber in seiner Wirkanwendung ist es immer individuell bezogen auf jeden Menschen, weil jeder ist ein Individuum. Bei dem einen wirkt es mehr, beim anderen weniger. Und letztendlich muss man dem heute auch viel mehr Rechnung tragen. Ne? Man muss es also auch erproben oder man muss bestimmte
Bedingungen damit erfüllen, aber ich halte das heute eben für ein Basistherapiesystem, ob zu Hause oder in Firmen oder wir haben es auch in der Universität im Einsatz, für die Studenten zum Testen und um bestimmte Prozesse herauszufinden, halte ich das für einen dringenden Weg neben einigen anderen wenigen Dingen. Und ich bezeichne das Ganze, das ist ein großer Bestandteil der Zukunftsmedizin. Gut, aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht, wenn ich zurückdenke, wächst seit 40 Jahren in etwa die Unzufriedenheit der allgemeinen Menschen mit den Methoden und Behandlungsergebnissen der wissenschaftlichen Schulmedizin. Und gerade im europäischen Raum fragen immer mehr Menschen, was gibt es für Alternativen. Das heißt, aus meiner Sicht, die Schulmedizin kollabiert, aber das Neue ist noch nicht ganz gewachsen und auf dem Weg. Das heißt, eine der Hauptfunktionen in der chinesischen Medizin überhaupt, oder das weiß auch jeder Schulmediziner, das Leben beginnt mit dem ersten Atemzug, endet mit dem letzten. Die wichtigste Funktion zur Gesunderhaltung und der Regulation im Leben ist die Atmung. Eines der Systeme, die ich kennengelernt habe, wo sie mir erklärt worden sind, nicht mein Verständnis gefunden hat und wo ich mich damit befasst habe, letztendlich habe ich begriffen, was eigentlich die Funktion ist, die leider falsch beschrieben ist, sondern die Hauptfunktion der guten Atemluft auf Deutsch ist die Atematmosphäre, wobei der Wasseranteil in der relativen Luftfeuchtigkeit eine große Rolle spielt. Vor wenigen Wochen und Jahren, kann ich sagen, wurde ich konfrontiert mit Studien aus Japan, Korea, teilweise auch aus England, die sich mit der wundersamen Funktion der gesunden Waldluft befasst haben. Und da ist mir eingefallen, dass es eigentlich das System Energy gibt, was ja die gesamte Atmosphäre verändert und verbessert auf der Grundlage der Photosynthese. Und weil ich mich näher damit befasst habe, muss ich sagen, es ist eigentlich die erste technische Umsetzung der Naturfunktion auf technischem Gebiet. Und da muss ich sagen, da hat Energy was geschafft, schon seit Jahren, was heute weiterentwicklungsfähig ist und auch in der Spezifizik, wo also Schulmedizin und Naturmedizin, wenn man es kommt, auf den Nenner aus zwei verschiedenen Blickrichtungen kommt. Und eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen tiefer reingeht, was Energy macht, das Geheimnis der gesunden Waldluft entschlüsselt haben. Und auf diesem Weg ist das also eine Grundfunktion aus meiner Sicht. Es geht zuallererst immer darum, die Atematmosphäre zu verändern und zu verbessern. Aber auf der anderen Seite, aufgrund der gesamten Weltwirtschaft, gerade dieser Punkt derjenige ist, der am meisten geschädigt wird in seiner natürlichen Eigenschaft. Also müssen wir uns heute technische Lösungen schaffen und ich denke, hier ist der Ansatz und der richtige Punkt. Abschließend möchte ich sagen, dass ich heute hier sitze, hat auch den Grund, dass ich unsere erste in China gemachte Studie, die ist nicht allzu groß, das betrifft 16 Probanden, heute hier zur Auswertung mitgebracht habe, die wir im Rahmen meiner Tätigkeit in der Universität natürlich mal gemacht haben. Veranlasst hat mich auch das ganze Thema, also mich mit Energy jetzt aus einer anderen Sicht, nämlich der Physik, zu befassen, das wunderbare Buch von Professor Jung, der natürlich als Schulmediziner da viele Gedanken und Ansatzpunkte reingebracht hat, auch dank seiner umfassenden Studien und Bewertungen. Und das Einzige, was mich gestört hat daran, war eben der falsche Blickwinkel, der richtige Ansatz aus der falschen Sicht. So, und das habe ich versucht zu korrigieren. Aber was mich sehr beeindruckt hat, das waren die vielen Studien und Bekenntnisse auch von Anwendern. Und das ist ja das Wichtige. Das ist ja eigentlich das Trägermaterial auch für eine weitere Entwicklung. Ich habe es vorhin gesagt, jeder Mensch ist ein Individuum.
Und es ist immer interessant, mal zu erfahren, was war denn sein Problem, warum hat es dort gewirkt. Also ich will damit auch die Anwender ermutigen, uns auch in der wissenschaftlichen Arbeit zu unterstützen, indem sie eben mal ihre Sicht zur Anwendung vielleicht, wie lang oder was sehen sie, welche Verbesserung, das ist natürlich das Futter. Auch für eine universitäre Arbeit. Also ich kann ja hier meine 20 Studenten alle in Air Energy jeden Tag schnüffeln lassen. Ne? Damit habe ich noch keine wissenschaftliche Studie. Und wir werden natürlich auch in China jetzt aufbauend auf dem, was wir bis jetzt erreicht haben, eine viel größere Studie machen. Natürlich, wir haben auch mehr Menschen, wir haben viel größere Krankenhäuser. Und was das Wichtigste ist, ich habe dort viel aufgeschlossenere Menschen, auch aus dem medizinischen Bereich, auch aus dem schulmedizinischen Bereich, die gerne bereit sind, auch sich neuen Überlegungen und Denkweisen zuzuwenden.